Amen. Amen. Looking at Testimonies to the Church, Volume 2. Wir schauen uns zweiter Band der Zeugnisse an. And we were at page 193, 194. Und wir waren auf Seite 193, 194. And the section is Und das Abteil oder das Kapitel, was wir anschauen, chapter 28, Worldliness in the Church. ist Kapitel 28, Weltlichkeit in der Gemeinde. Beginning page 183. Wir sind auf Seite, und es beginnt auf Seite 183. And we've already indicated what that is. Und wir haben bereits angedeutet, um was es hier geht. It's Laodicean condition. Es ist der Zustand von Laodicea. This morning we saw that there were 3 watches. Heute Morgen haben wir gesehen, dass es da 3 Schichten gab. I saw that watch after watch was in the past. Ich habe gesehen, dass Schicht nach Schicht oder eine Schicht nach der anderen schon in der Vergangenheit sind. The passing of the second watch has brought us to the third. Und das Vorübergehen der zweiten Schicht hat uns zur dritten gebracht. So therefore the watch after watch was the first and the second. Und deswegen ist das Verziehen einer Schicht nach der anderen, bezieht sich auf die erste und zweite Schicht. First and second have passed, and now we're in the third. Die erste und zweite sind vergangen und jetzt sind wir in der dritten. In the first watch, In der ersten Schicht it says that they watched with unabated vigilance. heißt es, dass sie mit ungeminderter Aufmerksamkeit gewacht haben. To abate means to stop. Also, und das bedeutet, ungemindert heißt, sie haben nicht aufgehört. So if it was unabated, it never stopped. Also es ist, das bedeutet, es hat nicht aufgehört. Then talking about the second watch, Wenn man nun über die zweite Schicht spricht, it said, how much more need of double watchfulness? da heißt es nun, dass wie viel mehr bedarf man nun in der zweiten Schicht? So the question is, Die Frage ist, did they actually have double watchfulness in the second, or was there just the acknowledged need of that? die Frage ist nun, haben sie nun die doppelte Aufmerksamkeit in der zweiten Schicht oder bedürfen sie oder haben sie brauchen sie mehr? And I think we've currently got 2 positions. Und ich glaube, wir haben momentan 2 Standpunkte hier. So how many people say that they didn't have double watchfulness, but they should have? Sorry? How many of us say that they should have had twice as much care, but they didn't? Wie viele von uns sagen, dass sie sich hätten doppelt anstrengen müssen, aber das haben sie nicht getan? 1, 2, 3, 4. Yeah? Or you change your position? Read it both ways, so I'm a bit confused. Also ich kann es auf beide Arten lesen, deswegen bin ich etwas So verwirrt. 3.5. And who are against? Wer geht dagegen? 1.5. They're reading that they did have double watchfulness. Also dagegen bedeutet, dass sie genügend, also diese doppelte Menge an Aufmerksamkeit aufgebracht haben. And then when you get to the third,
Wenn man dann zur dritten Schicht kommt, it says, the passing of the second, which has brought us to the third, and now it is inexcusable to abate our watchfulness. und dann heißt es bei der dritten, jetzt ist es unentschuldbar, unsere Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit zu beschränken. The third watch calls for threefold earnestness. Die dritte Schicht verlangt einer dreifachen Ernsthaftigkeit. Okay, so normally we'd spend a bit more time wrestling with this to try to work out the answer. Normalerweise würden wir uns jetzt hier noch mehr Zeit dafür nehmen, um die Antwort herauszuarbeiten. But rather than do that, we're going to skip back a few pages and get the answer from the passage. Aber anstatt das jetzt zu machen, werden wir ein paar Abschnitte zurückgehen und uns dort die Antwort holen. Perhaps we'll get the answer. Vielleicht kriegen wir dort die Antwort. So we're going to drop back to page 192. Wir gehen also zurück zu Seite 192. Page 192, paragraph 1, it begins a company. Are we there? Yep. A company was presented before me in contrast to the one described. So there's one that's described before, and now she's describing another one. Also hier wird eine Gesellschaft beschrieben in den vorangehenden Sätzen und jetzt beschreibt sie eine andere Gesellschaft. So the company before is a bad company. We'll just say it that way. Und das Einzige, was wir jetzt sagen, dass diese Gesellschaft zuvor eine schlechte Gesellschaft ist. This new company, Und jetzt geht es eben um diese neue Gesellschaft. they were waiting and watching. Their eyes were directed heavenward, and the words of their master were upon their lips. Sie warteten und wachten. Ihre Augen waren himmelwärts gerichtet und die Worte ihres Herrn lagen auf ihren Lippen. And the master told them to watch. Und ihr Herr sagte ihnen, dass sie Acht geben sollten oder wachen sollen. And he said, watch, because you don't know when the master of the house will come. Und er heißt, wachet, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Even, midnight, cock crowing, or morning. Ob es am Abend um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder am Morgen ist. 4 points. 4 Punkte. The Lord intimates a delay before the morning finally dawns. Der Intimate. Suggests. Der Herr schlägt oder verspätet sich, bevor der Morgen tatsächlich anbricht. But he would not have them give way to weariness, nor relax their earnest watchfulness, because the morning does not open upon them as soon as they expected. Aber er gibt ihnen keinen Anlass für Furchtsamkeit oder Sorgsamkeit, noch sich zu erholen, noch sich von ihrer ernsten Wachsamkeit zu erholen, denn der Morgen kommt nicht so bald, wie sie es erwarten. The waiting ones were represented to me as looking upward. Die Wartenden wurden mir dargestellt, indem sie nach oben schauten. They were encouraging one another by repeating these words. Sie ermunterten sich gegenseitig, indem sie diese Worte wiederholten. The first and second watches are past. We are in the third watch, waiting and watching for the master's return. Wir sind in der ersten und in der zweiten Wache oder Schicht. Die erste und zweite Schicht ist vergangen. Wir sind jetzt in der dritten Wache, warten und wachen auf die Wiederkunft unseres Herrn. There remains but a little period of watching now. Es bleibt nur noch eine kurze Zeitperiode des Wachens. I saw some some becoming weary. Their eyes were directed downward, and they were engrossed with earthly things and were unfaithful in watching. Ich sah, dass einige sorgsam wurden. Ihre Augen richteten sich nach unten und sie wurden mit irdischen Dingen engrossed. Then they were engrossed. All their attention is
Und ihre Aufmerksamkeit zog sich auf irdische Dinge und sie wurden in ihrem Wachen unachtsam. 1 second. They were saying, in the first watch, we expected our master, but we were disappointed. Sie sagen, in der ersten Schicht haben wir unseren Herrn erwartet, aber sie wurden enttäuscht. We thought surely he would come in the second watch, but that passed, and he came not. Und dann dachten sie sich, dass er mit Sicherheit in der zweiten Schicht kommen würde, aber auch diese verging und er kam nicht. We may be again disappointed. We need not be so particular. Eventuell werden wir noch einmal enttäuscht, particular in this sense. Careful. Und eventuell müssen wir jetzt nicht mehr so sorgsam sein. He may not come in the following watch. Vielleicht kommt er auch in der nächsten Wache auch nicht. We are in the third watch, and we think it best to lay up our treasure on the earth, that we may be secure against want. Wir befinden uns in der dritten Wache oder dritten Schicht und jetzt denken wir, dass es das Beste für uns sein möge, Schätze auf der Erde anzusammeln, damit wir keinen Mangel leiden müssen. Okay, that's all we're going to read from that. Give me 2 minutes. I want to see if I can find a quote. If I can't, then we'll come back. Just read those quotes that we have. Have a think about it. Also ich muss hier ein Zitat suchen. Ich hoffe, dass ich es finde. Ihr könnt euch in der Zeit das einfach nochmal durchlesen und dann nochmal drüber nachdenken. Und dann kommen wir da gleich zum Sprechen drauf. Okay, I found it. Good. That was not even a minute. Sorry. I just wanted to start reading. Okay. Let's come back to our passage. Also kommen wir zurück zu unserem Absatz. We'll go back to read what we've read already. Wir gehen zu dem zurück, was wir bereits gelesen haben. The question we're trying to ask, Sorry? the question we're trying to address, Die Frage, die wir beantworten möchten. in the second watch, we know that they were supposed to have doubled zeal. Wir wissen, dass sie in der zweiten Wache ein doppeltes Engagement haben sollten. Did they actually have it? Haben sie dieses tatsächlich auch? They were saying, Sie sagen, in the first watch, we expected our master, but we were disappointed. in der ersten Wache haben wir unseren Herrn erwartet, aber wir sind enttäuscht worden. We thought surely he would come in the second watch, but that passed. Dann haben wir gedacht, er kommt mit Sicherheit in der zweiten Wache, aber auch diese ist vergangen. We may be again disappointed. Es mag sein, dass wir wieder enttäuscht werden. What happens after the first watch? Was geschah nach der ersten Wache? Sorry? They're disappointed. Da wurden sie enttäuscht. So hold these thoughts. Haltet mal diesen Gedanken. As I said, we would normally study this out, but we're going to not do that. Normalerweise würden wir das jetzt hier tief studieren, aber das können wir nicht jetzt. Cognizant that we'll spend a lot of time Sorry? here. I'm aware that we'll end up spending a lot of time, so I want to short circuit that. Ich möchte das hier abkürzen, weil ich mir sonst sicher bin, dass wir hier sehr, sehr viel Zeit mit verbringen können. So this is the danger that we're in when Jonathan said, do I already know the answer? Das ist jetzt hier das Problem, als Jonathan mich fragte, ob ich die Antwort denn schon kenne. I don't know the answer, but I'm guessing. Ich kenne die Antwort nicht, ich vermute sie. Early Writings, 236, paragraph 1. Frühe Schriften, Page 236. 236, erster Absatz im Englischen. Im Deutschen wäre es Seite 227.1. 236.
Jesus and all the heavenly host looked with sympathy and love upon those who had with sweet expectation longed to see him. Sorry, I just messed my program up. Early Writings 236, paragraph 1, right? Mhm. From the beginning? That's what I read. Jesus and all the heavenly host looked with sympathy and love Yep. upon those who had with sweet expectation longed to see him. Jesus und alle himmlischen Heerscharen erblickten mit Liebe, mit Mitgefühl und Liebe auf diejenigen herab, die danach verlangten, den zu sehen, den ihre Seele liebte. Angels were hovering around them to sustain them in the hour of their trial. Engel umschwebten sie, um sie in der Stunde ihrer Prüfung zu unterstützen. Sister Swellen, where are we? Wo befinden wir uns, Suellen? Was it at the disappointment in 1844? Ist das an der Enttäuschung von 1844? Brother Jim, the date? Jim, ein Datum? Or just a month will do. Der Monat reicht auch. I thought you meant what paragraph are we? Okay. So, let me think about that. Sister Swellen said 1844, disappointment. Suellen sagte 1844 bei der Enttäuschung. The Yeah, month. I think that's what I would say. Could you give us the month? Ein Monat? October. Oktober? What's the subject of the chapter? Um was geht es denn was die Überschrift von diesem Kapitel? Early writings, first angel's message. Good. Frühe Schriften, die erste Engelsbotschaft. Okay, we'll read a bit more and then I'll ask you the same question. Wir lesen noch etwas weiter und dann stelle ich die Frage nochmal. Those who had neglected to receive the message were in darkness. Solche, die es verschmäht hatten, die himmlische Botschaft anzunehmen, wurden in Finsternis gelassen. Those faithful, disappointed ones couldn't understand why their Lord had not come back. Die treuen, enttäuschten Seelen, die nicht verstehen konnten, warum ihr Herr nicht kam, Again, they went to their Bibles to search. wurden nicht in Finsternis gelassen. Sie wurden wieder zu ihren Bibeln geführt. The hand of the Lord was removed from the figures and the mistake was explained. Nun war die Hand des Herrn von den Zahlen entfernt und der Irrtum wurde erklärt. The month? Is there enough clues? Sind hier genügend Hinweise, Ja. dass du uns einen Monat nennen kannst? So it's after 1844. Okay, Das we'll ist read a nach bit more. 1844. Lesen wir noch weiter. They saw that the prophetic periods reached to 1844 and that the same evidence which they had presented to show that the prophetic periods closed in 1843 proved they would terminate in 1844. Sie sahen, dass die prophetischen Ketten bis 1844 reichten und dass derselbe Beweis, den sie vorgebracht hatten, um zu zeigen, dass die prophetischen Ketten 1843 schlossen, auch bewies, dass sie 1844 endeten. April of 1844. Also meine Antwort ist der April 1844. So this is April 1844. Das ist der April 1844. Sister Catherine, when it says 1843, Wenn hier von 1843 die Rede ist, this is 1843. hier haben wir 1843. What's the date here Was ist hier das Datum, when she said 1843? wenn sie über 1843 hier spricht? Not sure. Sister Kathy, what's the date? Yeah. Das ist der 18. April 1844. Are you aware of that, or does that not make sense? Ist dir das klar oder gibt es für dich keinen Sinn? Does it make sense? I'm just a little confused with your artwork. Okay, so it doesn't make sense. Also es macht für dich keinen Sinn.
Because you'd expect Du hättest wahrscheinlich erwartet, that to be January the 1st dass das hier der 1. Januar ist and December the 31st. und hier ist der 31. Dezember. Yeah. It's the Jewish calendar. Das ist der jüdische Kalender. Now you need to explain a bit more. Jetzt musst du das etwas weiter erklären. Now you need to explain a little bit more. Just want to make sure that you understand it. Ich möchte sicherstellen, dass du es verstehst. With the Jewish calendar, April is the beginning. Yeah, April is the beginning of the year. Im jüdischen Kalender ist April der Beginn des Jahres. So a Roman calendar goes from winter to winter. Ein römischer Kalender, der geht von Winter zum Winter. The Jewish calendar goes from Und der jüdische Kalender geht von Frühling bis Frühling. good. So this would be April 1843. Dann wäre das hier der April 1843. This calendar In diesem Kalender is the world, haben wir die Welt and this calendar und in dem anderen Kalender good. The Millerites. haben wir die Milleriten. So when they say 1843, they mean this. When Wenn the sie- world says 1843, they mean this. Wenn die Milleriten 1843 sagen, dann meinen sie das obere, und wenn die Welt 1843 sagt, dann meinen sie das untere. Any questions on that? Gibt es da Fragen dazu? It's something that we should all have in the back of our mind, but it's not as clear it is as it is for some people than it does for others. Does that make sense? Is this one? Yep. All good? Everyone good? Yep. Okay. So we're here. Also wir sind hier, Light from God's word shone upon their position, and they discovered a tarrying time. es schien Licht aus dem Worte Gottes auf ihre Stellung, und sie entdeckten eine Verzögerungszeit. Though it tarry, the vision, wait for it. Ob die Weissagung aber verzieht, so harre ihrer. In their love for Christ's immediate coming, they had overlooked the tarrying of the vision. In ihrer Liebe für das unmittelbare Kommen Christi hatte sie das Verziehen der Weissagung übersehen. Next sentence. Again, they had a point of time, Wieder hatten sie einen Zeitpunkt. which means they have 2 points of time now. They had one and they've got another one. Das bedeutet, sie haben zwei Zeitpunkte gehabt, einen und dann einen anderen. What's the next point of time, Sister Kathy? Was ist der nächste Zeitpunkt, Kathy? Es ist der 22. Oktober. This is what? First angel's message. Das hier stellt die erste Engelsbotschaft dar. Again, they had a point of time, yet I saw that many of them could not rise above their severe disappointment to possess that degree of zeal and energy which had marked their faith in 1843. Wieder hatten sie einen Zeitpunkt. Ich sah aber, dass viele sich nicht über ihre schmerzliche Enttäuschung erheben konnten und nicht den Grad von Eifer und Mut besaßen, welcher ihren Glauben 1843 ausgezeichnet hatte. So, I don't know where we're going to begin. Ich weiß nicht, wo wir da jetzt anfangen, We'll do a graph. aber wir malen hier eine Grafik. Time Zeit, against, what's the vertical axis? Zeit und Good. das Streben. So, Also wir malen hier eine Kurve auf. it's a bad line. So their zeal is increasing. Ihr Streben nimmt zu. Particularly
the zeal in 1843. Und besonders im Jahr 1843, Then we get to this point here. bis wir zu diesem Punkt hier kommen. And what happened to their zeal now? Und was geschieht nun mit ihrem Eifer oder ihrer Begeisterung? Sorry? It went down. Jetzt geht sie nach unten. Yet I saw that many of them could not rise above their severe disappointment to possess that degree of zeal which they had in 1843. Ich sah aber, dass viele sich nicht über ihre schmerzliche Enttäuschung erheben konnten und nicht den Grad von Eifer und Mut besaßen, welchen sie 1843 hatten. So because of this disappointment, Wegen dieser Enttäuschung hier the zeal here couldn't rise to the level that it had before. konnte der Eifer oder die Bemühungen nicht auf das gleiche Niveau gebracht werden wie vor der Enttäuschung. So at this point here, An diesem Punkt hier, what happened to their zeal? was geschah da mit ihrem Eifer? To what level? Zero. Es sank auf einen Nullpunkt. So it goes down to zero. They had no message, nothing. Keine Botschaft, nichts. If we're going to do this, Wenn wir das hier machen, that would be 1798, we'll say. dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das 1798 ist. So it goes up. An dem Punkt steigt der May- Eifer. maybe it would go exponential or something. Vielleicht würde Not es linear. exponentiell steigen. It goes down to zero. Dann sinkt es auf Null. And then what happens? Und was geschieht dann? This is very approximate, Das ist natürlich jetzt ja alles nur sehr grob. but we'll do linear again. Aber wir malen das jetzt hier wieder linear And they auf, get to October. bis wir in den Oktober gelangen. And the problem is, their zeal never rose above the level that it achieved in 1843. Das Problem ist, dass ihr Eifer, ihre Begeisterung nie wieder das gleiche Level erreichen konnte. April, October. April oder Oktober. Of course, if we were going to do this accurately, Wenn man das genau machen würde, it wouldn't be like that, would it? dann wäre das nicht genau so. If that was April and October, Wenn das hier April und Oktober wäre, it'd probably be like this, zero, dann wäre es wahrscheinlich bei 0. rising up a little bit, Dann geht es ein bisschen hoch and then it would do something like this, und dann würde die Kurve wahrscheinlich so aussehen. this being August. Und das wäre dann hier der August. This being July. Und das andere wäre Juli. Okay with that? In July, it starts to pick up. In August, it takes off. Im Juli nehmen sie das auf und im August geht die Kurve nach oben. Can Okay, I ask a short question? Sure. I couldn't read now again through that quote, but is this talking about everybody in the movement or only for those who... Is it not talking about those 50? I didn't want to go into the passage and talk about it in detail. Ich wollte jetzt hier nicht diesen Abschnitt im Detail besprechen, But what I want to suggest is this was the best that we could offer. aber was ich vorschlagen möchte, ist, dass das das Beste ist, was wir anbieten können. This should be the story of the elite. Das wäre hier die Geschichte der Oberklasse. So if there's qualities, Wenn es jetzt nun unterschiedliche Qualitätsstufen gibt, the other ones would look worse. dann wären die anderen noch schlechter. Because in this history, Denn in dieser Geschichte not everyone believes. glaubt nicht jeder. So not everyone has this zeal. Nicht jeder hat diese Begeisterung. So this is the story of the best, I would suggest. Ich würde vorschlagen, dass das hier die Geschichte der Besten ist. Does that answer the question? Yeah, so basically it talks about the 50. Yeah, Okay. yeah. This is the good people. Also dieses Zitat hier redet von den guten Leuten. Okay, so
We'll come out of this one, go back to our passage, Gehen wir zurück zu unserem Abschnitt, we'll come back to 193. zu Zeugnisse, Band 2, Seite 193. If they had this in 1843, Wenn sie das hier im Jahr 1843 gehabt hätten, then what should number 2 look like? wie würde dann Nummer 2 aussehen? Should it look like double that? Das sähe doch so aus, als hätten sie doppelt so viel haben sollen. But it didn't. Aber so war dem nicht. So if we watched with unabated vigilance then, number 1, Wenn wir in der Schicht 1 oder Wache 1 mit ungetrübter Aufmerksamkeit gewacht haben, we should have had double in the second watch. dann hätten wir das zur zweiten Wache verdoppeln sollen. In parentheses, I'm saying that they didn't. Und in Anführungszeichen sage ich jetzt, oder in Klammern, manche sagen hier, sie hatten das nicht. Are we all okay with that? Stimmen wir dem überein? Yeah. So as I say, we did jump. We didn't wrestle with the passage. So I just skipped Also wir sind, sorry. and circumvented all the discussion. Also wir haben hier eine Abkürzung gemacht und sind hier zu einer anderen Stelle gesprungen, ja, um, wie gesagt, eine Abkürzung zu machen. So everything just gets worse. Alles wird jetzt nur noch schlimmer. What happened in October? Was geschah denn im Oktober? Good. It went back down to 0. Da ging es wieder auf den Nullpunkt runter. And now Und dann they've got even less zeal. haben wir noch weniger Eifer. If this was 100%, Wenn das hier 100% waren, this was 66, sind das hier 66%. and now they're at 33. Und jetzt sind sie bei 33% angekommen. 100 complete, 2/3, 1/3. Vollständig 2/3, 1/3. It's going the wrong way. Es geht hier, es nimmt ab, der falsche Weg. That should have been 100%, 200%, 300%. Es hätte eigentlich 100%, 200%, 300% sein sollen. Okay with that? Okay, soweit. So what we've done, you'll notice, Wie ihr bemerkt, haben wir, which is why it's not good to cheat like that. Gemogelt und das ist ja nicht gut, wenn man What das so have we macht. done? Aber was haben wir gemacht? What did Sister Kathy want to call that? Wie wollte Kathy das hier nennen? She wanted to call that the first watch, Sie wollte das die erste Schicht oder die erste Wache nennen. but the chapter title was First Angel. Aber die Überschrift des Kapitels ist der erste Engel gewesen. But obviously the way I've locked them together, Aber ich habe sie quasi miteinander verbunden. this is the first watch. Und deswegen ist das hier die erste Schicht oder die erste Wache. This would be the second watch, Und hier wäre die zweite Wache. and now they're in the third watch. Und jetzt sind wir in der dritten Wache. We okay with that? So are we all okay that the second watch, they were supposed to be double, but they didn't get there? Stimmen wir nun alle miteinander überein, dass sie in der zweiten Wache doppelt so große Anstrengungen hätten erbringen können, aber sie haben das nicht getan? So Sister Shemaine, you are correct. Shimen, du hattest also recht. This is the first, second and third step, first, second and third angels' messages. Dass es der erste, zweite, dritte Schritt ist und das sind auch der erste, zweite, dritte Engel. Sister Sue Ellen, you wanted to change this and I didn't let you before. So Ellen, du wolltest das ja ändern und ich habe es nicht zugelassen. Yes, is this what you wanted to change it to? Ist das, wie du es ändern wolltest? I'm going to tell you what I've changed this to. Ich sage dir nun, wie ich es ändere. Is that what you were going to do? No. Also so hätte ich es nicht gemacht. Are you okay to do that now? Stimmst du damit nun Yeah, überein? I was gonna put 68 during the third watch because I thought they were waiting for the third watch to be to finish. 68 is here. Mm-hmm. That would have been correct. If that's what you meant.
Uh-huh. Okay, so I want to go back to the question we asked before. Ich möchte zurückgehen zu der Frage, die wir uns zuvor gestellt haben. Which model? Welches Modell haben wir denn hier? 3 or 4 watches? 3 oder 4 Wachen? Clue. Ein Hinweis. When does the day end? Wann endet denn der Tag? Morning or evening? Am Morgen oder am Abend? Morning. Not Morgen. using Jewish reckoning. Sorry? They're not using Jewish reckoning. Damit wird nicht hier die jüdische Zeitrechnung genutzt. Okay, so Sister Kathy said quietly that it's 4 watches, not 3. Kathy hat leise vor sich hingesagt, dass es 4 Wachen sind und nicht 3. Okay with that? When we read it this morning, Als wir das diesen Morgen gelesen haben oder heute Morgen I gelesen hadn't haben. gone back to page 192. Sorry? I had not gone back to page Da bin ich noch 192. nicht zurück zur Seite 192 gegangen. But 3 didn't feel right. Aber 3 haben sich irgendwie nicht richtig angefühlt. It felt funny. Es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Okay, so we'll read the passage, but I just want to float an idea. Wir werden den Absatz noch lesen, aber ich möchte jetzt hier erstmal eine Idee aufbringen. This is the first, second, and third angel's messages, Das ist der erste, zweite und dritte Engel. and we say the third watch goes to where? Und wir sagen, die dritte Wache geht bis wann? Where did we say it went to? Bis wann sagen wir, dass sie geht? We said it went to the second advent. Wir haben gesagt, sie geht bis zur Wiederkunft. The night ends, Die Nacht kommt zu einem Ende and you get to the second advent. und dann kommt die Wiederkunft. Don't get confused by that. Werdet jetzt hier nicht verwirrt wegen diesem Umstand. It's not 2 waymarks. Das hier sind nicht 2 Wegmarken. It goes dotted because of the delay. Hier wird es gepunktet gezeichnet wegen dem Verzug. They're the same waymark. Sie sind die gleiche Wegmarke. The night ends, and you get the second advent. Die Nacht endet und dann hast du die Wiederkunft. So, if the third watch is the third angel's message, Wenn nun die dritte Wache, die dritte Engelsbotschaft ist and the second watch is the second, and the third it all fits Und- together. und so weiter, We know this is the case because the way it reads, this is what's going on. wir wissen, dass das der Fall ist, weil so liest sich es. If we're okay with that, Wenn das in Ordnung ist für uns, when does the third angel's message come to its completion? wann kommt denn da der dritte Engel End. zu seinem Ende? Sister Catherine? What waymark is that? I want to say 63. Oh, not a date, just the name of the waymark. Ich möchte Not kein year. Datum, sondern einfach nur ein Name einer Wegmarke. Just conceptually. Closer probation. Sorry? Closer probation. Is that what you're going to say? Oh, you had your hand up. Or you had a question? Or nothing to misunderstand? I was thinking as well, I would say close of probation as well, but at the same time we said that the night, the third watch, ends at the second coming. That's right. When we read page 293, but we hadn't read, 190, but we hadn't read 192. So we're going to come back to 192. But before we read the passage, I just want to go through the concept. Oh, you don't translate? Nothing. Okay. So if this was correct, we're going to map these together, Map means link. link them. Also wenn das stimmt, dann werden wir sie hier miteinander verbinden. We know the third angel's message closes at the close of probation. We know that, Wir wissen, dass die dritte Engelsbotschaft am Ende der Gnadenzeit aufhört. which would mean Das bedeutet, the second advent would be afterwards, dass die Wiederkunft danach wäre. which would mean that there would be 4 watches. Das würde bedeuten, dass es 4 Wachen gäbe. So this is we can infer all of this. Das können wir alles quasi daraus schlussfolgern. If you're okay with that, there's no proof there. We're just conceptualizing Das things. ist noch kein Beweis hier, sondern das ist jetzt einfach mal nur ein Gedankenspiel. You okay with that? Okay. So again, we're not going to read the passage. Wir werden nicht den Textabschnitt lesen, Just want to set one more premise up. sondern einfach nur eine weitere Behauptung aufstellen. I can see it.
I'm trying to find where I've read it. Ah, yes, here it is. We read this. Okay, so now we're going to go to the parable of the 10 virgins. Jetzt gehen wir zu dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. They arrive here Sie kommen hier an, at the bride's house. am Haus der Braut. And when they arrive at the bride's house, Und wenn diese Jungfrauen an dem Haus der Braut ankommen, what did they expect to happen? was erwarten sie dann, was da geschieht? They expect the bridegroom to come. Dann erwarten sie, dass der Bräutigam kommt. So this should be the event. Das hier sollte das Ereignis sein. We could argue that they had to come a little bit before, but we'll just call it that. The virgins had to come a little A bit little bit before. before. Also man könnte jetzt hier argumentieren, dass die Jungfrauen etwas früher wie der Bräutigam da sein sollten. So he doesn't come, Er kommt nicht and then there's a delay. und deswegen gibt es jetzt hier diesen Verzug. And then the event happens here. Und dann geschieht das Eigentliche hier hinten. So this is the arrival. Hier haben wir also die Ankunft And it's the cry. und das ist der Ruf. So when the cry happens, Wenn der Ruf erschallt, we'll just say he's arrived. wir sagen jetzt einfach nur, dass er angekommen We're ist. just saying this simply. Wir lassen das jetzt hier mal auf einfach. The delay or the waiting has ended. Dann ist das Warten oder der Verzug zu einem Abschluss gekommen. We'll call it waiting. Wir nennen das jetzt hier Warten. So if we're in page 193, 193 paragraph 3, Zurück zu Zeugnisse Band 2, Seite 193, Absatz 3. it's at the bottom of page 193. It says, now the period of waiting is necessarily shorter than at first. Looking for where you are. Ist das in der... Yeah. Remember we said, if we watch with unabated vigilance, then how much more? We read that over and over again. It's a sentence just before that. It's the fourth sentence, probably. Okay, I'll read from the beginning. Ja, I saw that watch after watch, next sentence. ja. Because of this, next sentence. Oh no, Ja. next sentence. There is greater necessity, next sentence. Now the period of waiting. Ja, okay, that's the one. Yeah, now the period of waiting is necessarily shorter than at first. Jetzt ist die Zeit des Wartens notwendigerweise kürzer wie am Anfang. So I'm saying they're in the period of waiting. Jetzt sage ich, dass sie in der Zeitperiode des Wartens sich befinden. That's the third watch. Das ist die dritte Wache. When the bridegroom comes, Wenn der Bräutigam kommt, everything's finished. dann kommt alles zu einem Abschluss. So the thing is, Der Punkt hier, when the cry occurs, wenn der Ruf ertönt, has he arrived yet? ist er denn da schon gekommen? He hasn't arrived when the cry comes. Nein, wenn der Schall ertönt oder der Ruf ertönt, ist er noch nicht gekommen. So this is too simplistic. Deswegen ist das jetzt hier zu einfach You gemalt. can't say the cry is the arrival. Man kann nicht sagen, dass der Ruf das Ankommen ist. The cry comes before the arrival. Der Ruf kommt vor der Ankunft. But the waiting ends when the cry comes. Das Warten endet aber, wenn der Ruf erschallt. Even though he hasn't arrived, there's nothing to wait for. Obwohl er noch nicht gekommen ist, gibt es aber keinen Grund mehr, auf irgendetwas zu warten. So when we come to
this story here. Kommen wir aber jetzt zu dieser Geschichte hier. He's arrived at the house here at the second advent. Am Haus kommt er an bei der Wiederkunft. So before that, what must there be? Was muss also vorher stattgefunden haben? There must be a cry. Vorher muss es diesen Ruf gegeben haben. And where would we mark that cry? Und wo markieren wir denn diesen Ruf? I would say here. We'll call this the midnight cry. Ich würde den hier markieren und ihn den Mitternachtsruf So nennen. you're all looking a bit worried. Ihr guckt alle ein bisschen komisch rein. We'll do another one. Deswegen male ich das hier nochmal anders auf. Sunday law, Das Sonntagsgesetz, close of probation. das Ende der Gnadenzeit. We would normally mark here a loud cry. Und normalerweise markieren wir hier einen lauten Ruf. But that loud cry Dieser laute Ruf can also be expressed as looking like this. kann auch so dargestellt werden, als ansteigend. It's an escalation. Es ist ein Ansteigen. And it begins at the Sunday law. Und dieser Anstieg beginnt am Sonntagsgesetz. So we've done this with the increase of knowledge for a long time. Mit der Zunahme der Erkenntnis machen wir das schon sehr lange so. We've marked it as a specific waymark or an increase. Wir haben es als eine bestimmte Wegmarke markiert oder aber auch als eine Zunahme. And so I'm saying we can do that with the loud cry. Und deswegen sage ich, können wir das mit dem lauten Ruf auch so machen. It swells. Es schwillt an. A swelling indicates an increase. Ein Anschwillen beinhaltet eine Zunahme. And I'm saying it begins here and goes to the end. Und ich sage, am Sonntagsgesetz fängt an und geht bis zum Ende der Gnadenzeit. Millerite history. In der Miller-Geschichte What date is this? ist das hier welches Datum? Anybody? Das ist der 21. Juli. In der Mitte ist der August und am Ende haben wir den Oktober. July, Boston. Juli, Oktober. They say this is midnight. Da sagen sie, dass das Mitternacht In ist. fact, they call it the midnight cry. Tatsächlich nennen sie es den Mitternachtsruf. But we choose to call August the midnight cry. Aber wir haben es vorgezogen, August den Mitternachtsruf zu nennen. And that's what we were suggesting here, if you remember. Und das haben wir hier auch It's vorgeschlagen. it's not linear. Hier ist es nicht linear. So the cry begins in July and continues this swelling. Der Ruf beginnt im Juli und dann schwillt er an. So I'm suggesting Somit sage ich, that the cry dass der Ruf, that the bridegroom is coming dass der Bräutigam kommt, happens here at the close of probation. am Ende der Gnadenzeit geschieht. What do? Was machen wir da At the jetzt? close of probation. Was machen wir am Ende der Gnadenzeit? We know it's come Wir wissen, dass er kommt, somehow. wie auch immer das aussehen mag. Then we all get our telescopes Dann nehmen wir unsere Teleskope and point them at the belt of Orion und dann tun wir den auf den Orion, auf den Gürtel vom Orion, halten wir drauf. and what do we see? Und was sehen wir da? Jesus Jesus. coming out of the most holy place, Jesus, der aus dem Allerheiligsten herauskommt saying it's finished, und sagt, dass es vollendet ist. changing his clothes. Er wechselt seine Kleidung. And what do we say? Und was sagen wir? Behold, the bridegroom cometh. Wir sagen, siehe, der Bräutigam kommt. It's at this point we know he's coming. An diesem Punkt wissen wir, dass er kommt. Starts off with the 0, Es fängt bei 0 an. and then when you see a cloud the size of a man's hand, Und wenn du dann eine Wolke in der Größe einer Faust eines Mannes erkennst, you might say that's here in August. dann magst du vielleicht sagen, dass das hier im August ist. And within a few moments, it fills the horizon. Und in ein paar
ein paar Momente später füllt es den ganzen Horizont aus. If we're okay with that. Stimmen wir dem überein? For later. Okay? So we'll read the passage now. Lesen wir nun den Abschnitt. Paragraph 1. Seite 192, Absatz 1. I'm hoping when you read page 192, you agree with connecting the watches with the angels. Ich hoffe, dass ihr übereinstimmt, dass die Wachen mit den Engeln übereinstimmen. We're going to cut halfway into the passage. Ungefähr in der Mitte des Absatzes. The waiting ones were represented to me as looking upward. Die Wartenden wurden mir dargestellt, indem sie himmelwärts schauten. They're encouraging one another. Sie haben sich gegenseitig ermuntert. They said, Sie sagten, the first and second watches are past. We are in the third watch, die erste und zweite Wache sind vergangen und wir befinden uns in der dritten. waiting and watching for the master's return. Und wir warten und achten auf die Wiederkunft unseres Herrn. There remains only a short period of watching. Es bleibt nur noch eine kurze Zeit des Wachens vor uns. I'm saying that's this waiting period. Und ich sage, dass das hier diese Zeitperiode ist. By the time you see him coming, there's no waiting. 192.1. Can you Sorry. repeat the last sentence? I couldn't translate it. We're in the period of waiting, I think I said. Wir sind in der Zeit des Wartens. So I want to go back a bit, Gehen wir nochmal ein Stück zurück. beginning of the paragraph. Und zwar zum Anfang des Absatzes. This is the good company. Das hier ist die gute Gesellschaft. Company was presented before me in contrast to the previous one. Eine Gesellschaft wurde mir vorgestellt, die im Kontrast oder im Gegensatz zu der vorherigen stand. Waiting and watching, Sie warten und wachen. looking to heaven. Sie schauen in den Himmel. And what did they say? Und was sagen sie? Watch, Wache, because you don't know denn du weißt nicht, if he comes at even, midnight, cock crowing, or morning. ob er am Abend, zu Mitternacht, zum Hahnenschrei oder am Morgen kommt. The Lord intimates a delay before the morning finally arrives. Der Herr intimates, Suggests der Herr verzieht oder verzieht sich, bevor der Morgen tatsächlich anbricht. but he would not have them give way to weariness, Aber er gibt ihnen keinen Raum für Sorge, because the morning doesn't come as soon as they expected. weil der Morgen nicht so schnell kommt, wie sie ihn erwarten. So it seems to me she seems to suggest there are these four dispensations, these four marks that she wants to do. Für These mich, four watches. für mich sieht es hier so aus, als wenn sie 4 Wachen markiert. Okay, questions? Fragen. So, what did we prove now? What was the work from this morning and now? What in relation to our original question? Yesterday we did all of this, Gestern haben wir all das gemacht and what we've done now und was wir jetzt gemacht haben, is looked at the context of this passage, Evangelism 694, paragraph 2. jetzt haben wir uns den Kontext von diesem Zitat Evangelisation Seite 694 Absatz 2 angeschaut. And we've seen Und wir haben gesehen, that the historical context of the passage in 68 dass der historische Kontext im Jahr 1868 is correct. richtig ist. We can do that. Wir können das machen. We can What is that? indeed Wir können tatsächlich take the passage in 68 and draw this line. den Abschnitt von 1868 nehmen und diese Linie hier aufmalen, Because we can map the three watches weil wir die 3 Wachen zurückverfolgen können to the three angels' messages. oder mit der dreifachen Engelsbotschaft verknüpfen können. So we go to
the compilation, Wir gehen hier zu der Kompilation and then we go to the original, and our understanding of the compilation, that small passage, was correct. und von der Kompilation gehen wir zu dem ursprünglichen Text und stellen fest, dass unser Verständnis über den Text der Kompilation richtig war. That's what we've proven. Das haben wir jetzt bewiesen. And we had a load of detail Und natürlich noch weitere Details. as well. So, the passage that we read from evangelism, Den Abschnitt, den wir aus Evangelisation gelesen haben, the long night of gloom is trying, it's taxing, it's testing us. sorry, I need to find it again. Die lange Nacht die trübselige Nacht testet uns. But the morning is deferred in mercy. Aber der Morgen verzieht sich in Gnade. Because if the master should come, Denn würde der Herr kommen, many of us would be found unready. würden viele von uns unvorbereitet, würde dies viele von uns unvorbereitet treffen. God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long a delay. Gott möchte nicht, dass sein Volk zergeht und deswegen, und das ist der Grund für seinen langen Verzug. So what we know Was wir nun jetzt wissen, is that in 1863 they're in the delay period. dass sie sich 1868 schon in der Zeit des Verzugs We befinden. would call that the tarrying time, Wir würden das die Verzugszeit nennen. which means they expected Christ to have come before this. Das bedeutet, dass sie Christus schon vorher erwartet hatten. We've already demonstrated that morning is the master's coming. Und wir haben schon aufgezeigt, dass der Morgen hier das Kommen des Herrn darstellt, Which is the second advent. was die Wiederkunft ist. So if we're okay with that passage, we'll move on to the next. Wenn das soweit für alle klar ist, dann gehen wir weiter. So I'm going to say that this passage proves Ich sage es also, dieser Abschnitt beweist, in 1863 they're in a delay period. 1863 oder 1868? 68, sorry. Ich sage jetzt, dass dieser Abschnitt beweist, dass sie sich 1868 in einer Zeit des Verzugs befinden. The reason there's a delay Der Grund, warum es hier einen Verzug gibt, is because some people are ready and many are not. ist, weil einige Leute fertig sind, oder vorbereitet sind, viele jedoch nicht. Many would die if he had come on time. Viele wären gestorben, wenn er pünktlich gekommen wäre. So it's in his mercy that he delays. Und es ist und aus Gnade heraus verzieht er. So if we've established that, Wenn wir das nun etablieren können, we've established that he should have come before 68. dann können wir auch etablieren, dass er eigentlich vor 1868 hätte kommen sollen. And it tells you why the people are in such a mess as well. Und es sagt uns auch, warum sein Volk in so einem schlimmen Zustand ist. Why they're unready. Warum sie unvorbereitet sind. And the reason is Der Grund dafür ist because of worldliness. Die Weltlichkeit. They're in a Laodicean condition. Sie befinden sich in einem Zustand von Laodicea. And the remedy has not either been taken or done its work. Und die Arznei wurde entweder nicht eingenommen oder sie hat ihre Arbeit nicht vollbracht. Next passage. Nächster Abschnitt. The work might have been done. Die Arbeit, die hätte getan werden können. Had the purpose of God been carried out by his people, Wäre die Absicht Gottes von seinem Volk umgesetzt worden, so just that bit, einfach mal nur dieser Absatz, what do we know? was wissen wir denn? That God has a purpose, he has a people. Wir wissen, dass Gott eine Absicht hat und dass er auch ein Volk hat. He has a purpose and he has a people. Er hat eine Absicht und ein Volk.
And what's the connection between the purpose and the people? Was ist nun die Verbindung zwischen dem Volk und der Absicht? What do the people have to do? Was muss das Volk tun? Carry out the purpose. Sie sollen die Absicht umsetzen. So had means they haven't done. Good. Hätte bedeutet, sie haben es nicht umgesetzt. This is 1900. Das kommt aus dem Jahr 1900. So God's people have not done the work. Gottes Volk hat die Arbeit nicht umgesetzt. What is the work that they're supposed to have done? Welche Arbeit hätten sie denn umsetzen sollen? Giving to the world the message of mercy. Der Welt die Botschaft der Gnade zu übermitteln. So the question is, Sister Catherine, what is that message of mercy? Die Frage ist nun, was diese Gnadenbotschaft ist. What's the merciful message to the world? Was ist diese gnädige Botschaft an die Welt? If you're in the world, no, I'm in the world. Ich bin in der Welt You're one of the people. und du bist du bist Teil dieses Volkes. God had a purpose. Da hat Gott eine Absicht. What was his purpose Was war seine Absicht, that you're supposed to do? die du hättest tun sollen? To warn you. To warn me. Du hättest mich warnen sollen. It didn't say warn me. Es sagt nicht, mich zu warnen. What are you supposed to give to me? Was sollst du mir geben? Mercy. Ich soll dir eine Gnadenbotschaft geben. Okay, so tell me what you're going to say to me. Jetzt sag mir, was du mir sagen würdest. Give me a Bible verse or just tell me in your own words. What are you going to say to me? Gib mir einen Bibelvers oder was würdest du mir sagen? This message of mercy that you need to give. Was ist diese Botschaft der Gnade, die du übermitteln musst? That Jesus is coming. Dass Jesus kommt? Is that it? Ist das alles? Be merciful to me. Sorry? It doesn't sound very, you have to tell us all. Doesn't sound very merciful. Das hört sich nicht so gnädig an. Okay. Brother Jim, Jim, same, gleiche Frage. what are you going to tell me? Was erzählst du mir? Would be the three angels' message. Wäre es die dreifache Engelsbotschaft? Or you got to be so specific. Um, I never heard of any angels or messages. I don't know what you're talking about. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch von keinen Engeln gehört. Ich weiß nicht, worüber du redest. I don't even believe in angels. Ich glaube auch nicht an Engel. Oh, clip that. I can't think of Okay, that's fine. Sister Sue Ellen, what are you going to say to me? Well, Be merciful. well, I want to say the third angel's message. Ich würde sagen, die dreifache Engelsbotschaft. I either want to say the means. second or third angel's Ich message. habe keine Ahnung, was das I mean, bedeutet. otherwise you got to start from the beginning. I mean, I don't know. You just tell me something that's merciful for me, Sag irgendwas, was für mich gnädig klingt, that I can relate to. zu dem ich okay, einen the Bezug world habe. is crazy, and you better come out of it. Die Welt ist verrückt und du kommst besser da heraus. Or We'll stop there. That Jesus is returning and time is short, Dass Jesus wiederkommt und die Zeit kurz ist and judgment is coming. und dass das Gericht kommt. I would tell them, if you have no pre-knowledge, John 3:16. Okay, so I live in Sodom. Also ich lebe in Sodom. Now, what are you going to tell me? Was sagst du mir jetzt? And it's about 3 o'clock in the morning. Es ist 3 Uhr morgens. can't you see this is a crazy place? Kannst du nicht sehen, dass das ein verrückter Ort So hier you ist? better get out of it because it's going to be destroyed. Du kommst hier besser raus, weil diese Stadt wird zerstört. When?
Wann denn? Any minute. We have to leave right now. Jederzeit. Wir müssen jetzt gehen. Bible verse, Sister Catherine. Book, Revelation. Revelation. Sister Kathy, chapter. Offenbarung 14. 7, 15. What did Sister Llewellyn say? Was hat denn Suellen gesagt? The world is crazy. Die Welt ist verrückt. You better, Come out. she said, you better get out of it. Du kommst da besser heraus. 18. Revelation, Revelation 18. verse, 4. Revelation 18, verse 4. Offenbarung 18, Vers 4. The message of mercy Die Gnadenbotschaft is to tell me ist mir zu sagen, God is about to destroy my city, dass Gott dabei ist, meine Stadt zu zerstören. and I've got an opportunity to leave if I want. Und ich habe eine Möglichkeit zum Verlassen der Stadt, wenn ich das möchte. The world is a crazy place. You better leave it. Die Welt ist ein verrückter Ort und du kommst da besser heraus. You okay with that? Stimmt ihr dem überein? We can see the mercy in that. Können wir darin die Gnade erkennen? No condemnation, Keine Verdammung, no accusations, nothing. keine Anschuldigung, nichts dergleichen. No conditions. Keine Bedingungen. All I need to do is just leave. Alles, was ich tun muss, ist einfach nur von dort weggehen. If we had done this, Wenn wir das getan hätten, if we had followed his purpose, wenn wir seiner Absicht nachgekommen wären, Christ would have come by this time, dann wäre Christus zu dieser Zeit gekommen. and we already would have been in heaven. Und wir wären schon bereits im Himmel. So we know that all of this should have happened by 1900. Und wir wissen, dass all das schon bereits vor 1900 stattfinden hätte können. So we jumped from volume 2 to volume 6. Hier sind wir von Band 2 zu Band 6 gesprungen. Homework Die Hausaufgabe is to read the section from 6T, page 450. Die Hausaufgabe ist nun, den Kontext von Band 6 zu lesen, to make sure that it all fits nicely. damit wir nämlich sicherstellen, dass diese beiden übereinstimmen. We did read, Wir haben gelesen, when we read the whole of this section from evangelism, also wir haben das ganze Kapitel von Evangelisation gelesen. I can't see it directly now. Ich kann das jetzt nicht direkt erkennen. Once you give the message to all the world, Wenn du der ganzen Welt die Botschaft gebracht hast oder übermittelt hast, what would end? was endet dann? Do you remember what would end? Once we give the message to the world, Wenn wir der Welt die ganze Botschaft gegeben haben, what would end? was endet dann? The long night of gloom will go with that. Dann endet die lange Nacht der Versuchung. The delay would stop. Dann würde der Verzug zum Abschluss kommen. Go to the last paragraph. I've just found it. It's 697. Gehen wir zum letzten Absatz, es ist 697. It says, when the message is finished. 697. Just go to the bottom of that section. It's the last one. Power for finishing the work? No, just above that. When the message is finished. Ah ja, okay. It, the coming of the Lord, will not tarry past the time that the message goes to the world. Das Kommen des Herrn wird nicht will not tarry past the time that the message is born to. Wird nicht länger verziehen, bis alle Nationen, Sprachen und Völker die Botschaft gehört haben. Come back to our passage that we're reading. Kommen wir zu unserem Abschnitt, den wir lesen. Once the message of mercy goes to the world, Christ comes straight away. Where did you read that? Second paragraph. The work might have been done. Okay, can you repeat it, please? I'm paraphrasing. Ja. Once the message of mercy goes to the world, Wenn die Gnadenbotschaft zur Welt geht,
the tarrying or the waiting ends. dann endet das Warten. Christ comes back straight away. Dann kommt Christus unmittelbar. So we've understood two things. Wir haben zwei Dinge verstanden. In order for Christ to come, Damit Christus kommen kann or for the tarrying to end, oder damit das Warten beendet wird, what needs to happen? was muss da geschehen? We need to give a message of mercy to the world. Da muss der Welt eine Gnadenbotschaft übermittelt werden. We know what that message is. Wir wissen, was diese Botschaft ist. Come out of the crazy world. Die lautet, komm aus dieser verrückten Welt heraus. Now, when we say world, Wenn wir nun Welt meinen, we don't mean planet. dann meinen wir nicht diesen Planeten. What do we mean by world? Was meinen wir mit Welt? We mean world view. Wir meinen diese Weltanschauung. Come out of the crazy world view Komm aus dieser verrückten Weltanschauung heraus and come into the correct world view. und komme in den gehe zu der richtigen Weltanschauung. And what's the crazy world view? Und was ist nun diese verrückte Weltanschauung, The people think. von denen, was Leute meinen? So the crazy world view, Die verrückte Weltanschauung, the Adventists think that there is von denen Adventisten glauben, dass es sie gibt, is people who go to church on Sunday ist, dass sie glauben, dass Menschen am Sonntag in die Kirche gehen. and they say you need to come into a sensible world view. Und dann sagen sie, du musst in eine richtige Weltanschauung kommen. Go to church on Saturday. Nämlich, dass du am Sabbat in die Gemeinde gehen sollst. And I'm saying, Und ich sage jetzt, we're saying, oder wir sagen, the world is not that simplistic. die Welt ist jetzt nicht so einfach gestrickt. It's not about Sunday or Saturday, Es geht nicht um Sabbat oder Sonntag the mark of the beast or the seal of God. oder dem Mahlzeichen des Tieres oder dem Siegel Gottes. This crazy world view Diese verrückte Weltanschauung is much more real, much more alive, and it's here. ist viel reeller, ist viel lebendiger und sie ist vorhanden. We learnt another point. Wir haben einen weiteren Punkt gelernt. It was God's will Es war der Wille Gottes, that he would have come before 1868. dass er vor 1868 hätte kommen wollen. And why didn't he? Warum ist er nicht gekommen? Because his church went into a Laodicean condition Weil seine Gemeinde in einen Zustand von Laodicea überging and they rejected the message to Laodicea to come out. und sie die Botschaft von Laodicea herauszukommen abgelehnt haben. Let's pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We pray that you would guide and direct us Wir bitten dich, dass du uns führst und leitest, into the meditation and study of your word. dass du uns anführst im Nachsinnen über dein Wort. Father, we have read some important counsel. Vater im Himmel, wir haben diesen wichtigen Ratschlag gelesen. Help us to understand what this crazy world is. Bitte hilfe uns zu verstehen, was mit dieser verrückten Welt gemeint ist. And help us to come out of this Laodicean condition. Und hilf uns, dass wir aus dem Zustand von Laodicea herauskommen. Pray in Jesus' name. Ich bitte das in Jesu Namen. Amen.